Rucksack auf meinen Schultern ist ein Fallschirm in die Freiheit. Ein Zelt, ein Bett, Zahnbürste, Feuerzeug. Wow. Entlang den schönsten Wegen, Berge, Wälder, grüne Ebenen. Es endet erst, wenn der Trail aufhört. Tag 16. Morgens aufgewacht, war auf dem Campingplatz schon richtig viel los. Die Reisegruppe aus Russland hatte den Tisch reichlich gedeckt und lud mich zum Frühstück ein. Dann folgte das übliche Programm. Alle Sachen, die klamm geworden waren, zum Trocknen aufhängen, Powerbank laden, duschen, selber trocknen, ein paar Sachen waschen, Sonnencreme auftragen, Rucksack packen, Wasser auffüllen. Heute sollte mich der Pfad zu den Ruinen von Myra führen. Also zurück über die Brücke, am Camp vom Hippie vorbei, aufwärts neben ein paar Ziegenbanden vorbei, bis ein langes Stück Straße kam. Darauf folgte ein Anstieg, der es immens in sich hatte. Der Weg war fragwürdig steil, buschig und schlecht ausgetreten. Zum Teil fühlte es sich an, als würde man einen willkürlich steilen Hang hochkraxeln. Ein Weg war hier nicht zu sehen, doch ab und an kam dann doch eine Markierung. Jo, willkommen beim heftigen Aufstieg. Ich hatte eigentlich gehofft, Jayan einzuholen und mit ihm bei Alakilisel zu übernachten. Allerdings muss ich jetzt erstmal zu den Ruinen von Myra, das ist der nächste Quest sozusagen. Ja, es geht jetzt erstmal 480 Meter hoch auf, keine Ahnung, 4 Kilometer oder so. Es war teilweise schon ein fragwürdiger Anstieg, um den allein zu gehen, muss ich zugeben. Aber es macht Spaß, es ist geil, das Wetter ist kühl so, ich habe genug Wasser, ich habe alles dabei, ich habe Strom dabei, alles gut. Leider kein Empfang mehr hier oben. Mal gucken, wann der wiederkommt, aber ich denke spätestens nach der Hälfte des Hügels. Hier stutze ich gerade, weil ich habe mal wieder ein Stachelschwein gefunden, aber nur ein Stachel von ihm. Hebe ich mal auf. Alter Haudegen, das ist ja ein Ding. Wow, das ist spitz. Das ist natürlich richtig heftiger Stachel hier. Ist ja fast ein Dolch, meine Güte. Krass. Ja, was da hinten macht auf jeden Fall irgendwas Heftiges. Ganz schön kräftige Kampf- oder Leidensschreie. Mal gucken, was das für ein Tier ist da oben. Ich nehme den Sound mal ein bisschen auf. Jo, die Bienen hier direkt an den Wanderweg stellen, eine richtig gute Idee. Vor den Ruinen von Myra lagen nicht endend wollende Single Trails mit versperrter Sicht zu beiden Seiten, die sich labyrinthartig bis kurz vor die Ruine zogen. Okay, also das ist hier ein Meer aus Gewächshäusern. Ich bin echt mal gespannt, wo ich heute übernachten werde. Ich habe noch mehr als eine Stunde Zeit, von daher ist noch nicht zeitkritisch, aber das letzte Mal, als ich in so einer Gewächshausstadt war es nicht so geil.
Ich schätze, da vorne sind die Ruinen von Myra. Sieht aus wie eine Burg. Vielleicht kann man da auch einfach campen. Sieht eigentlich ganz geil aus, jetzt wo ich so sehe. Und sonst guck ich mal vielleicht nochmal, ob es hier vielleicht zwischen den Gewächshäusern irgendwo eine Pension gibt. Die Ruine selbst lag märchenhaft auf einem Berg, umgeben von einem Meer aus weißen Gewächshäusern, wie eine letzte Bastion der Vergangenheit im Endkampf gegen die neue Welt. Geil, sieht ein bisschen aus wie bei Warcraft 3 gerade hier. Mega, gefällt mir richtig gut. Das sind also die Ruinen von Myra hier. Hier zu bleiben ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Ich habe zwar einen kleinen Campingspot hier gefunden. Ein bisschen, also nicht direkt in den Ruinen drin, sondern ein bisschen da abseits. Aber ich ziehe trotzdem weiter. Ich schaute mir kurz die Ruine an, überlegte an einer Stelle zu campen, die mir aber dann doch zu auffällig war, und zog weiter. Naja, der Weg führt da durch, was soll ich machen, ne? Merhaba, merhaba. Unten am Fuß der Ruine angekommen, ging ich eine quälend endlose Straße durch das Gewächshaus Merdemres. So, ich bin die Ruinen von Myra runter und ich bin jetzt hier im Ort Demre, muss es sein. Ich dachte eigentlich, dass ich hier viel früher ankomme, weil es hier noch einen alternativen Weg lang gab. Und Ceyhan ist jetzt schon bei Alakilis hier oben. Und das sind noch 12 Kilometer. Boah, hier aus diesem Ort rauszukommen, ist echt gerade eine Plage für mich. Der hört und hört nicht auf und es gibt überall nur Gewächshäuser. Mal gucken, wo ich heute Nacht schlafe. Es ist 6:15. In der Dämmerung folgte ich einem abknickenden Pfad zwischen einem Haus und einem Gewächshaus hindurch, Richtung Berge. Meine Karte verwies auf einen guten Wildcampingplatz. Da wollte ich es noch hinschaffen. Es wurde dunkel, aber tapfer nahte ich der Stelle zum versprochenen Platz entgegen. Es war steil, es war steinig, ruppig ging es bergauf, über große Steine. Naja, ein ganzes Stück war es dann doch noch, vielleicht 20 Minuten bis zum Ziel für heute Abend. Und dann... Und die ist ja gut. Darf ich vorbei? Als ich näher kam, konnte ich den Hund sehen. Es war ein großer Kangal. Er versperrte den Weg. In zweiter Front Ziegengemecker. Es war stockdunkel. Der Hund schien angebunden, sprang aber immer wieder Richtung Weg, entschlossen gegen das Seil. Ein stetig folgendes Echo durch das halbe Tal untermalte seine Mahnungen parallel. Es schien, als könne er bellen und knurren gleichzeitig. Obwohl ich fast jeden Tag an dieser Reise mit Hunden zu tun hatte, war dies eine wirklich beängstigende Situation. Hier kam ich nicht vorbei. Im Licht meiner Stirnlampe war seine Größe nur schwer zu erahnen. Die schwarze Schnauze voran, die Augen leuchtend vom Licht meiner Lampe. Der Höllenhund von Demre. Sollte ich darauf vertrauen, dass der Hund wirklich fest angebunden ist und mich knapp an ihm vorbeiwinden? Im Dunkeln war nicht zu erkennen, was unmittelbar nach dem Hund folgt. Ich hatte ja noch Ceyhans Telefonnummer. Wie hatte er wohl dieses Kapitel gespielt? Ich schrieb ihm. Ceyhan gab mir per WhatsApp einen Tipp. Das Karabibik Bungalow. Dort hätte er übernachtet. Okay, ich rief an. Zimmer frei? Ja? Alles klar. Preis? Oh, das ist günstig.
Der Rucksack auf meinen Schultern ist ein Fallschirm in die Freiheit. Ein Zelt, ein Bett, Zahnbürste, Feuerzeug. Wow. Entlang den schönsten Wegen, Berge, Wälder, grüne Ebenen. Es endet erst, wenn der Trail aufhört.